Also die mit Abstand am häufigste Rechtsform ist die sogenannte US-LLC, also eine Limited Liability Company. Eine Rechtsform, die es so eigentlich in Europa nicht gibt, auch vor allem im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Das ist so im Grunde eine Hybridgesellschaft. Die ist nämlich steuerrechtlich eine Personengesellschaft, wobei in den USA man eben auch optieren kann, diese als Körperschaft behandeln zu lassen, ja, als Kapitalgesellschaft. Aber standardmäßig ist ja eine Personengesellschaft. Aber eben haftungsrechtlich ist sie eine Kapitalgesellschaft. Das heißt also, sowas gibt's nicht bei uns, gerade im deutschsprachigen Raum. Das führt dann auch zu allen möglichen Problemen, wenn man zum Beispiel jetzt in Deutschland wohnt und eine amerikanische LLC gründen würde. Da kommen wir nachher noch dazu. Also das ist die mit Abstand häufigste Rechtsform in den USA. Also 90% aller Gesellschaften, die in den USA gegründet werden, von Amerikanern und Nicht-Amerikanern, sind LLCs. Dann die auch eine sehr weit verbreitete Rechtsform ist die sogenannte Corporation. Die Corporation ist nun eine Kapitalgesellschaft, vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft, vergleichbar mit einer Limited in Großbritannien und Irland. Das ist also auch ein häufiger Typ. Da gibt es dann mehrere Ausprägungen dazu, aber die häufigste ist eben die C-Corporation. Und dann gibt es auch die sogenannte Limited Partnership, abgekürzt LP. Die LP ist letztlich eine Personengesellschaft und gleicht letztlich der GmbH und Co. KG, die wir ja aus Deutschland relativ gut kennen. Das heißt, es gibt eine Vollhafterin, die sogenannte Komplementärin oder auf Englisch der General Partner. Diese Vollhafterin in der Gesellschaft ist in der Regel eine andere Gesellschaft wiederum, in der Regel eine LLC. Die übernimmt also die komplette Haftung und hat gleichzeitig auch die Geschäftsführung der Gesellschaft inne. Und dann gibt es eben mehrere Kommanditisten, sogenannte Limited Partner, die haften jeweils so mit ihrer Einlage, sind aber auch nur passiv an der Gesellschaft beteiligt. Also das heißt, hier ist es tatsächlich eine klassische Personengesellschaft, vergleichbar eben mit der britischen Limited Partnership oder mit der deutschen GmbH und Co. KG. Also im Rechtstypenvergleich sehr einfach zuzuordnen. So, dann gibt's natürlich noch weitere Rechtsformen, aber wir konzentrieren uns mal auf diese 3 häufigsten Rechtsformen.